Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns auf W50, wo wir ja schon einiges an Upgrades gemacht haben, equipment-technisch. Wir sind komplett ausgestattet mit voll legendären neuen Items, bis auf die Waffe. Das ist das Einzige, was uns immer noch fehlt, wo ich auch immer noch mal einen Stream machen möchte, wo ich mir dann die Waffe ziehe. Leider haben wir es bisher nicht schaffen können, diese zu bekommen in 17 Runs. Und ich hoffe mal, dass wir das noch innerhalb von dem Legendary Dungeon hinbekommen werden. So, wir haben aber trotzdem, dadurch, dass wir ja wirklich komplett neu equipped sind, sehr, sehr gute Stat-Punkte gut gemacht. Das heißt, in den Dungeons sind wir jetzt auch um einiges stärker geworden und da werden wir heute mal reingehen und vielleicht, ja, ein oder vielleicht sogar zwei Level schaffen. Auf jeden Fall sollten wir 380 hinkriegen. Und das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, dass wir ein höheres Level haben, um auch eine bessere Waffe finden zu können. Und ja, das werden wir auf jeden Fall mal machen. Waffe sowieso immer das Wichtigste. Wir fangen an mit Osteros, denn Osteros ist mit der Dungeon, der am besten liegen wird. Und ja, wir haben ja auch hier, wegen dem, der den 14. Licht-Dungeon vollendet hat. Das heißt, wir schalten auch noch gleich hier den Tritus-Dach frei. Und jo, deswegen werden wir mal hier in Osteros reingehen. Denn wir haben hier einmal den Beschützer, der hat eine Chance von 2% in etwa. Und danach der Gegner, der wird noch leichter liegen. Der ist noch besser machbar als der Beschützer. Der hat eine höhere Chance sogar. Und deswegen werden wir mal gucken, ob wir heute den Dungeon hier besiegen können. Und somit auch morgen dann direkt ein neues Pet freischalten können. Deswegen der Dungeon ist auf jeden Fall so oder so ziemlich wichtig. Und da ist der Beschützer auch schon down. Wir gucken uns mal den Fight hier mal an. Die Krieger-Battles sind natürlich immer ein bisschen länger, aber wir gönnen uns das Ganze mal. Und ja, der Beschützer jetzt quasi zur Strecke gebracht. Und jetzt steht dem letzten Gegner hier von Osteros Dungeon nichts mehr im Weg. Der Beschützer, ja, beschützt nicht mehr den letzten Gegner, der nochmal, wie gesagt, ein bisschen leichter fällt. Und wir haben ganz schön kassiert, sehe ich gerade hier. Aber wir haben nochmal uns gut zurückgekämpft, noch ein paar Mal hintereinander geblockt. Und dadurch ist der Beschützer down und wir haben eine neue Waffe. Ja, die ist nicht deutlich besser, ist aber auch nur ein Epic. Ne? Also Epic ist das hier ist auch nur ein Epic. Und wir hoffen ja natürlich auf eine legendäre Waffe. Und deswegen schauen wir mal jetzt Osteros. Die schwer entflammbare ist ein Geschickgegner, ist noch leichter, zumindest von den Prozenten her, von der Prozentchance. Und man sieht auch schon, ja, da sind schon ein paar gute Versuche mit dabei. Wir pilzen mal ein bisschen rein und werden so den letzten Gegner hier von Osteros auch besiegen in diesem Video. Das steht auf jeden Fall fest und erreichen damit auch gleich Stufe 380. So, da habe ich es gesagt, da ist es auch schon passiert. Boss von Osteros ist down, ja. Achievement freigeschaltet, wieder eine Waffe hier, ne, aber diesmal alle Attribute und damit Stufe 380 erreicht. Und ja, neues Achievement freigeschaltet, das kommt auch noch mit dazu. Und jetzt kriegen wir halt auch noch das Pet, was uns hier fehlt. Das ist auch sehr schön. Jetzt gucken wir uns den Kampf nochmal an. Und ja, wieder ein Level mehr auf jeden Fall. Jetzt gucken wir nachher mal noch gleich in die anderen Dungeons rein, ob da ein bisschen was funktioniert. Aber das war erstmal so mein Hauptziel dieses Video, dass wir hier Osteros besiegen. Und wie gesagt, das ist noch mit einer... Gut, die Waffe an sich ist jetzt nicht alt. Also das ist keine alte Waffe, die ich habe, aber es ist halt eben nur ein Epic. Ne? Und deswegen, ja, ein Legendary wäre natürlich an der Stelle schon... bisschen schöner, sag ich mal. Ne? Vor allen Dingen können wir hier auch den habe ich mir noch aufbewahrt. Das ist mein bester legendärer Edelstein, den ich momentan gerade habe. Ich habe ja meine Mine im Ausbau, die will ich jetzt erstmal hochziehen, aber so lange will ich dann noch diesen Stein hier erstmal noch aufbewahren. So, damit Osteros down und jetzt kommen wir mal zur altehrwürdigen Zauberschule. Das Schoßtier ist als nächstes an der Reihe, was ja, fallen könnte. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir ihn auch hier in der Folge down. Und da ist er auch schon, da liegt er auch schon hier, das Schoßtier. Und dann gucken wir nämlich gleich nochmal in die Schattenwelt rein, was da so geht. Ja? Oder wir gucken nochmal vielleicht, was nach dem niedlichen Schoßtier kam. Das habe ich jetzt natürlich nicht weiter in Betracht gezogen. Wer jetzt danach kommen könnte, keine Ahnung. Aber wir können ja mal ein bisschen probieren, um mal zu gucken,
ob der danach dann auch liegt oder nicht. Und ja, macht sich auf jeden Fall wieder sehr bemerkbar, dass wir hier neues Equipment haben. Hier gingen halt jetzt Gegner relativ easy, die vorher undenkbar waren, sag ich mal. Also da konnte man jetzt nicht von ausgehen, dass die in nächster Zeit liegen. Und du weißt schon wer, ist auch wieder der letzte Gegner hier. Ich weiß nicht ganz genau, wie der aussieht, prozentual technisch gesehen, aber die Versuche an sich sehen jetzt schon mal not so bad aus. So, und da könnte es gut passieren, dass wir den die Folge auch schon besiegen und sogar 2 Dungeons in einer Folge abschließen. Da hätten wir natürlich, ja, 2 Dungeons mit einer Klappe geschlagen, mehr oder weniger. Ist aber ein Magier, deswegen der ziert sich so ein bisschen. Da war ein sehr knapper Try dabei. Okay. Ja, zu dem gucken wir nochmal später. Wir gucken nochmal später rein, aber unmöglich ist er auf jeden Fall nicht. So, dann gucken wir mal in die Schattenwelt zur Tesi. Die sollte auch als nächstes liegen und somit sollte die uns auch wieder 300 Millionen Erfahrung bescheren, was natürlich sehr schmackhaft ist. Ich weiß nicht, ob wir noch 381 diese Folge schaffen. Dazu müssten wir wirklich noch ein paar Dungeons mehr besiegen können. Aber zuerst mal müssen wir jetzt hier an der Tesi vorbei. Die stellt sich auch ein bisschen an. Tesi mittlerweile schon nicht mehr ganz so hohe Chancen, ist jetzt bei 1,3%. Ein bisschen unter 100 Tries, da sollte sie liegen. Das wäre in Ordnung, wenn es so wäre. Mitgezählt habe ich jetzt an der Stelle nicht. Aber wir gucken mal rein. Ein bisschen Dungeon-Gebärsche ist ja auch schon wieder eine Zeit lang her. Wie gesagt, mit einer neuen Waffe sollte das hier alles kein Problem sein. Aber vielleicht schaffen wir es auch noch, bevor wir in den legendären Dungeon reingehen, nochmal ein Level-Up zu erlangen, um noch eine bessere Waffe zu kriegen. So, dann gucken wir mal. Die nordischen Götter sollte als nächstes fallen, ja, laut meiner schlauen Liste hier. Und von den Tries her sah der auch schon wieder nicht so verkehrt aus. So, wir gucken mal rein. Ein paar Tries geben wir ihm. Mal schauen, ob er fällt oder nicht. Und ich glaube, der gibt uns aber noch nicht allzu viel Erfahrung. Ist ja jetzt der erste von 10. Und die nordischen Götter, da ist er auch down, sehr gut. Sind jetzt eh nicht dafür bekannt, dass sie jetzt so viel Erfahrung geben. Da hat die Kunigunde aber gut reingelackt hier. Da brauchten wir gar nicht viel machen. Gut, ist nicht so viel Erfahrung, ja. Dafür die Tesi, da gucken wir uns den Fight nochmal, skippen wir nochmal kurz durch. Da hat die Kunigunde auch viel zu beigetragen. Und ja, jetzt haben wir quasi alle Gegner soweit, die im machbaren Bereich sind, aufgebraucht. Wir können nochmal in den Wirbelwind ein bisschen reinschauen. Ein paar Leute haben immer noch ein paar Prozentchancen, aber das sieht jetzt schon nicht mehr so gut aus wie jetzt am Anfang, sag ich mal. Aber wir haben gut aufgeholt. Ne? Wenn man jetzt mal hier so durchschaut, die sehen jetzt, ja, mal schauen, auch machbar. Ganz klar. Ich glaube, hier brauchen wir noch nicht weiter probieren. Jan ist auch ziemlich böse unterwegs hier. Der Fenriswolf. Oh, lol. Da war aber auch ein sehr knapper Try mit dabei hier. Aber der will auch noch nicht so richtig. Ja, dann lassen wir den auch erstmal noch in Ruhe. Wie gesagt, ich würde den hier ganz gerne noch besiegen können. Ansonsten, hier brauchen wir, glaube ich, auch nicht weiter probieren. Ne, da kommen wir auch nicht voran. Bei Schmollum weiß ich nicht. Sieht auch nicht so gut aus, obwohl teilweise auch gute Tries. Das sieht überall so. Ja, das Spiel will mich wieder baiten. Das sind wieder die Bait-Tries. Hier, guckt euch das an. Siehst du. Wollte ich doch meinen. Ja, den Try müssen wir uns aber nochmal anschauen hier zum Schluss. Du weißt schon wer. Der hat ja jetzt nun doch ein paar Pilze mehr gefressen als geplant. Da müssen wir gut reingekrittet haben, wie das so ist gegen Magier. Er darf kaum Crits raushauen, sonst sind wir down. Und dann, ja, haben wir den noch überlebt. Sehr nice. Und haben im Prinzip jetzt 2 Level-Ups gemacht durch das neue Equipment. Das ist ganz cool. Und ist natürlich auch sehr cool für die Waffe, wenn wir jetzt eine legendäre Waffe bekommen durch den Dungeon. Also ich werde noch so lange hier auf jeden Fall stelzen, bis ich mal irgendwann jetzt hier eine legendäre Waffe bekomme, weil ohne gehe ich hier nicht nach Hause. Und dann sollten die Prozentchancen in den Dungeons auch schon wieder anders aussehen. Aber wir haben erstmal große Fortschritte gemacht. 2 Dungeons komplett gecleart, aus der Lichtwelt verbannt, ja, und wir haben echt gute Erfahrungen gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Aktion. Und ja, ist halt der Leggy Dungeon, der macht sich schon wirklich bemerkbar. Gut,
alles klar. Das war's soweit. Ich werde euch die Tage noch informieren, wenn es wieder einen Stream geben sollte. Da will ich mich jetzt nicht genau drauf festlegen, wann und wie und wo ich streame. Ja, deswegen sage ich euch dann noch zeitnah noch Bescheid, wenn es denn soweit ist. Den Battle Mage, der wartet ja auch noch darauf, der will auch noch neu equipped werden, deswegen da müssen wir nochmal angreifen auf jeden Fall. Okay, das war's soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.